meine lieben Friedensforscherinnen und Friedensforscher. Mein Name ist Josef Mühlbauer und im Rahmen des Varna Friedensforschungsinstituts heiße ich den Ökonomen und Kulturforscher Prof. Dr. Ötsch herzlich willkommen. Herr Ötsch, Sie sind ja nicht nur Ökonom und Kulturhistoriker, sondern auch ein Autor und gründeten das Zentrum für soziale und interkulturelle Kompetenz und leiten auch das Forschungsinstitut für Gesamtanalyse der Wirtschaft. Des Weiteren sind Sie auch ein Mitbegründer des NLP-Forschungsnetzwerks LMSR, also der International Laboratory for Mental Space Research. Und Sie verfassten einige Bücher, unter anderem Heider Leid, Handbuch für Demagogie, der liberale Marktdiskurs und unter anderem das Buch, über das wir heute uns intensiv auseinandersetzen werden, nämlich Mythos Markt. Und das führt mich auch schon zur ersten Frage, und zwar, was treibt Sie persönlich an, den Neoliberalismus, die Marktmechanismen und unseren gesellschaftlichen Wandel an sich zu erforschen? Na, ich denke, ich bin Kulturhistoriker und als Kulturhistoriker versucht man eigentlich immer ein sehr komplexes historisches Geschehen zu verstehen. Und ich denke, wir sind in einer sehr komplexen Zeit und die Frage ist, wie können wir das auf ganz einfache Muster zurückführen? Das heißt, die Muster bilden dann eine Geschichte, das heißt, mit welcher Geschichte müsste man die Jetztzeit erklären, zum Beispiel die Situation, die zur Finanzkrise 2008 geführt hat und welche Reaktionen es dann in der Wirtschaftspolitik, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft darauf gegeben hat. In Ihrem über 300-seitigen Werk namens eben Mythos Markt durchleuchten Sie die neoklassische Wirtschaftstheorie und die neoliberale Ideologie aus einem ökonomischen, geschichtlichen und einem kultur- und sozialanthropologischen Blickwinkel. Dabei dekonstruieren Sie den Begriff Markt und zeigen anhand von unzähligen Zitaten, Quellen und Diagramme auch und philosophische Gedankenspiele die dahinterliegende Widersprüchlichkeit und Tautologie dieses Begriffes. Beginnen wir unseren Diskurs, unseren Exkurs, indem wir gedanklich in die Zeit zurückreisen. Sie beschreiben ja das mechanistische Weltbild und wie sich die Rationalität entwickelt hat beim Menschen und in der Kultur. Wie hat sich das Ganze verfestigt? In welchem Kontext müssen wir die Ökonomie verstehen und den Menschen an sich? Naja, wenn wir über Mythos Markt reden, dann müssen wir über Neoliberalismus reden. Und Neoliberalismus ist immer eine Sonderform des Liberalismus. Der Liberalismus ist die große Ideologie dann ab dem 17. und 18. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert, in der ersten Hälfte, wird es kulturprägend oder gesellschaftsprägend, zum Beispiel in Deutschland, Revolution 1848. Und nach dem Ersten Weltkrieg gerät dieses Programm, dieses Projekt in eine ganz, ganz große Krise. Und der Neoliberalismus ist ein Versuch, auf diese Krise eine Antwort zu geben. Des Weiteren beschreiben Sie auch im Buch unter anderem prägende Momente, die nicht nur auf das Menschen-, sondern auf das Weltbild an sich eingegangen sind. Solche Schlüsselmomente wären zum Beispiel die Computertechnologie im Kalten Krieg oder aber auch die Forscher und Forscherinnen, die sich spezifisch eben zum Beispiel mit der Spieltheorie auseinandergesetzt haben. Und diese Denkmodelle, eigentlich mathematische, rationale Modelle, hat man aber nicht nur auf die Mathematik, sondern auch auf den Menschen und auf den Markt und auf das gesamte Weltbild übertragen. Welche Auswirkungen hat das? Vielleicht gehe ich noch ein bisschen zurück und Sie haben uns erst zu dem mechanistischen Weltbild gefragt. Also, wenn man über mechanistisches Weltbild redet, also der Begriff, in dem Sinne so kulturhistorischer Begriff, dann geht es um den Einfluss dieses wissenschaftlichen Denkens, also ab Mitte des 17. Jahrhunderts, auf große Bereiche. Und in der Ökonomie hat sich eine Richtung entwickelt, also man nennt es auch Mainstream Economics, die in sehr, sehr enger Analogie zu mechanistischen Analogien, zu mechanistischen Gedanken, eigentlich Ideen aus der Physik, also man könnte sagen, eine Art von angewandter Sozialphysik ablaufen. Und das kann man sozusagen in verschiedenen Stadien machen. Ganz wichtig ist zum Beispiel Adam Smith. Adam Smith ist in einer gewissen Weise der Begründer dieses neuen Feldes der Ökonomik. Und Smith ist eine ganz interessante Mischung
Auf der einen Seite hat er Ideen, die er von Newton entlehnt hat. Man kann das nennen Newtonianismus, das heißt die Anwendung von Gedanken von Newton auf dieses neue Gebiet der Ökonomie. Und gleichzeitig redet er zum Beispiel über die imaginative Fähigkeit des Menschen und das geht absolut verloren. Und dann kommt im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts etwas, was man heute jetzt Neoklassik nennt. Und das Interessante oder das Eigenartige in der Ökonomik ist das, dass dieses Denken, das jetzt schon 150 Jahre alt ist, dass das in einer gewissen Weise immer noch im Hauptstrom der Ökonomik drinnen ist. Das heißt, wenn man es auf der Ebene des Paradigmas, auf der Ebene von Grundgedanken die heutige Ökonomik, also die wirkungsmächtige Ökonomik analysiert, dann könnte man sagen, das ist eine Denkweise, die eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts entsteht, dann in den 50er Jahren, wie Sie das angesprochen haben, auch im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg-Denken sich erneuert und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, also ab den 70er Jahren, die große Alternative, den Keynes und den Keynesianismus, das war ja damals das prägende ökonomische Denken ganz langsam ersetzt und ein Hintergrund bildet für ein riesiges Programm von Deregulierung, Privatisierung und so weiter. Das heißt, eine völlige Umgestaltung des Wirtschaftssystems und das ist der Hintergrund, der dann zu der Krise 2008 führt. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg war das keynesianische Denken vorherrschend und die Wirtschaftspolitik, dieses sogenannte System von Bretton Woods, können wir interpretieren, oder so deute ich das, als eine große, riesige, globale keynesianische Weltordnung. Und das sind dann die 25 goldenen Jahre des Kapitalismus und ab Beginn der 70er Jahre wird das aufgegeben, 72 dann offiziell und dann gerät dieses Denken in eine Krise und ein altes neoliberales Denken, das schon 50 Jahre vorher entwickelt worden ist, wird dann auf einmal das Prägende. Das heißt, in den 70er Jahren passiert ein Elitenwechsel. Das heißt, die keynesianischen Eliten, die ja auch in der Wirtschaft total vernetzt sind, also Keynes war ja kein Linker, Keynes war ja unter anderem Hedgefondsmanager, er war mit dem britischen Establishment ganz eng verwandt und es ist eine andere Variante des Liberalismus. Diese Variante wird ersetzt und dann kommt eine andere, man könnte es neoliberal nennen, oder den neuen Ausdruck, den ich jetzt verwende, ist marktfundamental. Marktfundamental deswegen, weil es ein ganz spezifischer Begriff von der Markt in diesem Denken, wenn das konstitutiv ist. Also theoretisch könnte man sagen, das ist ein Denkkollektiv. Ludwig Fleck hat diesen Ausdruck gemacht und der Kollektivgedanke, der zentrale Gedanke ist der Markt in einer Subjektivierung, in einer Personalisierung und in der Einzahl. Der Markt sowie eine Person, die etwas macht. Das ist sozusagen der zentrale Gedanke. Und Mythos Markt war der Versuch, einerseits die Geschichte dieses Begriffes zu erzählen und im kulturellen Einflussbereich, nämlich über die mikroökonomische Lehrbücher, viele Gegenargumente zu zeigen, dass man diesen Begriff relativ leicht dekonstruieren kann und ein bisschen aufmerksam zu machen, welche gesellschaftlichen oder welche kulturellen Wirkungen dieser Begriff ausübt. Und weil Sie das auch erwähnt haben, Mainstream, wie ist denn diese Theorie überhaupt zum Mainstream geworden? Ist es aufgrund des breiten Konsens oder ist es aufgrund der sozusagen der Wahrheit, die in dieser Theorie liegt? Oder wie konnte sich das etablieren? Na, das ist eine schwierige Frage. Das heißt, ich bin ja jetzt mit dem Buch Mythos Markt nicht mehr sehr zufrieden. Das ist im Jahre 2007 geschrieben worden und ich möchte jetzt heuer eine neue Version schreiben. Und ich glaube, ich kann das jetzt ein bisschen differenzierter beschreiben. Und wenn wir so einen großen historischen Prozess versuchen zu erfassen, dann können wir natürlich das nur ungeheuer viele Einflussfaktoren nennen. Und es hat auch im Gang der Geschichte ein zufälliges Element. Das heißt, es gibt viele Ursachen. Das heißt, einerseits das Zusammenbrechen dieser globalen Weltordnung, die Chicago School of Economics, die auf einmal modern wird, das heißt, dieser ganze Einfluss in Europa
dieser amerikanische Einfluss nach 1945, das heißt, die großen Impulse gehen ja zum Beispiel in der Ökonomie ganz eindeutig gehen von den USA aus. Dann ein Wechsel in politischen Eliten, der ganz langsam passiert, also das passiert Ende der 70er Jahre, die in den USA und in England, United Kingdom kommt es zeitgleich zu einem Wechsel, das heißt Margaret Thatcher und Ronald Reagan, die so ähnliche Programme haben, und das sind natürlich die Kernzentren des globalen Kapitalismus, das heißt im Kernzentrum ändert sich was, dann diese ganze Computerisierung, die Entfesselung von Finanzmärkten, neue Finanzprodukte, das heißt, ich habe in dem Sinn dann einen Wandel der gesamten Wirtschaftsstruktur, das heißt Dinge, die zum Beispiel wenig bekannt sind, Schattenbanken, dann dieses ganze Offshore-System, die ja miteinander eng verknüpft sind. Das ist ein sehr, sehr komplexer Vorgang, bis hin dann, dass am Schluss dann letztlich auch die sozialdemokratischen Parteien davon affiziert werden. Das Stichwort sind Blair und Schröder in Deutschland. Das heißt, dieses Denken sickert ganz ein und wird dann so wirkungsmächtig, das heißt, die meisten, vielleicht 80% der Leute, die Ökonomie professionell betreiben, mit Lehrstühlen auf Universitäten, würden diesem Programm oder würden bestimmten konstruktiven Elementen in diesem Programm zustimmen. Das heißt auch viele Prozesse, wie die Medien funktionieren. Das heißt, im Grunde genommen ist halt ein historischer Vorgang, der genauso komplex ist wie die Frage, wie kommt es zur Demokratie zum Beispiel. Das heißt, man könnte sagen, das ist eigentlich ein ähnlicher Vorgang. Eine kleine Schicht von Denkern, die Diskurse treiben, die kaum jemand versteht, das heißt auch nur Teile des gebildeten Publikums. Wie kann das passieren, dass so kleine abgeschottete Kreise auf einmal dann kulturmächtig, gesellschaftsmächtig werden, dass zum Beispiel die Idee der Demokratie dann so verfestigt ist wie heutzutage, als im Grunde genommen wollen die meisten Menschen in einer Demokratie leben. Der Vorgang selbst ist natürlich auch rätselhaft und ist auch zufällig. Das heißt, der philosophische Ausdruck wäre Kontingenz, das heißt, es hat eine Tatabhängigkeit und gleichzeitig es hat ein Zufallselement und genauso auf die Zukunft gewandt, das heißt, die Zukunft ist immer offen. Die Idee, dass wir geschichtliche Prozesse so beschreiben können, wie es gibt Gesetze im Gang der Geschichte, das ist der Gedanke des 18. Jahrhunderts, das ist der Gedanke des 19. Jahrhunderts, der Gedanke ist aufgegeben worden. Und genau das erkannt zu haben, war eine der ersten Ideen, gescheite Ideen, könnte man sagen, die dann zu dem, was man meistens Neoliberalismus nennt, geführt haben. Das heißt, der Neoliberalismus beginnt in einer historischen Phase ungefähr in den 20er Jahren in der Reflexion, das liberale Projekt per se ist bedroht. Und das hat natürlich gestimmt, wie damals, das war bedroht. Ja. Springen wir nun zu einem konkreten Thema, nämlich dem Begriff der Freiheit. Der ist ja nämlich ein zentrales Moment im Liberalismus, wie er schon im Namen steckt. Und da fällt ja einem sofort auf, dass mit diesem Begriff oft hantiert wird, das wird auf die Flagge breit geschrieben. Und was hat das mit diesem Begriff auf sich? Ja, es geht ja um Liberalismus. Liberalismus ist natürlich, man könnte sagen, es ist die Botschaft, die Ideologie, das Programm der Freiheit. Und im 18. Jahrhundert gibt es eben mehrere große Strömungen. Das eine ist der politische Liberalismus und das andere ist der ökonomische Liberalismus. Das sind jetzt nicht deckungsgleich, aber sie beflügeln sich und sie ergänzen sich. Das heißt, politischer Liberalismus, Freiheitsrechte, Menschenrechte, die Idee der Demokratie, die Idee von freien Wahlen, eines allgemeinen Wahlrechts, von Demokratie als sich selbst steuernde Instanzen, diese Counterbalance, es ist so irgendwie so Gewaltenteilung, diese ganzen Konzepte als politisches Programm und auf der anderen Seite das ökonomische Programm, eine sogenannte freie Wirtschaft, das heißt eine Wirtschaft, die diesem absolutistischen Zugriff des Staates
davon getrennt ist und die dem Unternehmer, auch was es ja den Konsumenten und so weiter später dann ein Großmaß an Handlungsfreiheit erlauben und in dem immer sozusagen die Idee ist, man muss den Eingriff des Staates, also im Hintergrund ist der absolutistische Staat, diesen Eingriff muss man beschränken. Und der ökonomische Liberalismus und der politische Liberalismus, man könnte sagen, im 18., im 19. Jahrhundert, die ergänzen sich. Das heißt, das kann man zum Beispiel bei Adam Smith studieren. Adam Smith ist ökonomisch liberal und gleichzeitig ist er auch in einer gewissen Weise politisch liberal. Das heißt, das eine führt das Argument zu dem anderen. Das, was man jetzt dann Neoliberalismus nennt, ist hat auch Wurzeln, aber in diese Art von Freiheitskonzept ist die Betonung des ökonomischen Liberalismus, während man den politischen Liberalismus als eine Folge des Ökonomischen interpretiert, aber nur mehr eigens pointiert. Das heißt, man hat dann am besten ist immer, denke ich an Hayek, die wichtigste Person ist Friedrich August von Hayek, österreichische Schule der Nationalökonomie. Also das ist für mich die wirkungsmächtigste Person in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der hat den ganz, ganz großen Einfluss. Der hat Texte über im Grunde genommen eine Art von Freiheitsphilosophie formuliert. Das ist ökonomischer Liberalismus. Die politischen Rechte, Freiheitsrechte, Menschenrechte und so weiter werden hier nicht fokussiert. Es ist eine Handlungsfreiheit, es ist Wahlhandlungsfreiheit. Es ist auch so, wie man es heutzutage in der Ökonomie hat. Das heißt, es ist die Freiheit aus einem gegebenen Set von Möglichkeiten. Zum Beispiel, es gibt eine bestimmte Palette von Konsumgütern und der Konsument oder die Konsumentin hat die Freiheit, daraus zu wählen. Und auf der anderen Seite ist der Anbieter und der Anbieter hat die Freiheit, mir jedes Produkt zu offerieren, das er will, aber es gibt niemanden, der das reguliert. Es ist Wahlhandlungsfreiheit und es ist negative Freiheit. Negative Freiheit heißt, und das kann man beim Hayek dann genau nachlesen, es ist definiert als die Abwesenheit von Zwang. Und Zwang ist sozusagen, jemand hindert mich ganz, ganz direkt. Das heißt, und das ist sozusagen diese Art von Freiheitsbegriff, der dann in diesem globalisierten Kapitalismus natürlich für eine bestimmte Schicht, zum Beispiel gut ausgebildete Leute, reiche Leute, die sehr international unterwegs sind, die Handlungsmöglichkeiten haben, die einen gewissen Reichtum haben, ja, sehr, sehr attraktiv ist und da eine große Akzeptanz erfahren hat. Ja. Kann man sagen, dass sich das Konzept der Freiheit im Sinne von Hayek oder Friedman widerspricht, angesichts des Begriffes der Freiheit von Hayek, der meint, der Staat, oder generell des Neoliberalismus, der Staat darf sich so wenig wie möglich in die Markttransaktionen oder Aktionen einmischen. Es gibt schon so eine Richtung, das ist an die Libertären, so Mises und so weiter. Aber im Grunde genommen geht es darum, eine Balance zu finden, was die Wirtschaft wird als der Markt beschrieben, ein ideologischer Begriff, und was der Staat machen kann. Und der Gedanke ist nicht zu sagen, der Staat gehört zurückgedrängt, sondern der Staat muss reformuliert werden, um den Bedürfnissen des Marktes zu gehorchen. Und dieses Programm ist natürlich jetzt ungeheuer widersprüchlich. Das heißt, man findet jetzt in diesem Programm eine ganz, ganz große Spannbreite von Leuten, die, weil sie sozialiberal argumentieren, wie zum Beispiel manche bei den Ordoliberalen, die dann dieses Konzept der sozialen Marktwirtschaft erfunden haben, bis hin zu Leuten, die halt dann diese Libertären argumentieren. Also dass ich Hoppe zum Beispiel als Vertreter von Mises, der sagt, das Problem ist der Staat und die Demokratie gehört, also der Staat gehört abgeschafft als Institution. Und in dieser Spannung ist es drinnen. Man könnte sagen, es ist nicht so, wollte mehr Markt oder wollte mehr Staat, sondern es ist die Unterwerfung des Staates für die Bedingungen des Marktes. Also kritisch könnte man sagen, es ist Planung für den Markt. Es ist Planung für den Markt. Das heißt, und dieses Programm ist natürlich jetzt ungeheuer widersprüchlich. Ja. Und man kann es letztlich auch nicht operationalisieren, in dem Sinn,
weil dieser Begriff Markt derart schwammig ist, dass man im Grunde genommen gar nicht weiß, von was man redet. Ja. Ja. In Ihrem Buch bin ich ja genau auf so eine Widersprüchlichkeit gestoßen, nämlich beim Begriff des Eigentums. Weil Eigentum kann ja nur gesichert werden, wenn eine Staatsgewalt, also wenn eine Institution, Staat, das Eigentum durch Zwang sichert. Weil schlussendlich beruht ja die Staatsgewalt auf Zwang, das ist ja die Basis. Und das habe ich ein bisschen im Buch beschrieben und genau. Hayek reflektiert das auch ganz klar, es hat eine ganz klare Reflexion. Er sagt, wir brauchen das Zwangssystem des Staates, um das, was er Rule of Law nennt, und das Wichtige sind zum Beispiel Eigentumsregeln, schützt, und im Rahmen dieser Eigentumsregeln kann dann der Markt sozusagen seine Wohlfahrtseffekte in einer gewissen Weise entwickeln. Und jetzt reflektiert er, was macht den Zwang des Staates besser, als wie einen anderen Zwang, der zum Beispiel vom Steuersystem ausgeht. Und er kann diesen Widerspruch nicht lösen. Und natürlich, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Man könnte sagen, Kapitalismus braucht immer ein Zwangssystem. Entweder habe ich das durch den Staat oder die andere Möglichkeit ist eben, wie in Teilen von Afrika, so zum Beispiel, dann habe ich halt Warlords. Das heißt, so ist Kapitalismus auch möglich. Das heißt, Somalia und so weiter. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Das heißt, Leute, die, oder zum Beispiel die Wirklichkeit in Slums. Ja, in Slums ist Kapitalismus, nur wo zum Beispiel die Polizei nicht reingeht, aber das wird dann durch eine andere Art von Zwangssystem reflektiert. Die Freiheit im Sinn von, als positive Freiheit im Sinn von Handlungsmöglichkeiten zu denken, ist sozusagen der Gegenbegriff. Und im Sinn von Handlungsmöglichkeiten, da wird man dann sagen, ja, was ist die Freiheit von jemandem, der heute verhungert? Und was ist die Freiheit von jemandem, der zum Beispiel, der Minister unter Trump, die halt dann, da gibt es eine Rechnung, insgesamt ein Vermögen haben wie 30% der Amerikaner deswegen. Das heißt, was ist die Freiheit im Sinn der Handlungsmöglichkeiten? Was haben die positiv? Das ist positive Freiheit. Die Hayek'sche Freiheit, diese neoliberale Freiheit, ist negative Freiheit. Das vielleicht gravierendste Beispiel oder das, was am meisten ins Auge sticht, wenn man sich das Freiheitskonzept und das ganze Gerede von Freiheit anhört, vor allem bei den Kapitänen des Liberalismus, nämlich auf der einen Seite Hayek und auf der anderen Seite Milton Friedman. Und wenn man sich das ansieht im Kontext von Pinochet und dem Militärputsch, dann merkt man doch, dass da irgendwas nicht stimmen kann, dass es da einen Spalt gibt zwischen dem politischen Liberalismus und ökonomischen. Es gibt viele Beispiele. Das heißt, das eine berühmte Beispiel ist ja die Unterstützung von Pinochet durch Hayek. Also da gibt es ja da garantierte Aussagen. Auch durch Milton Friedman, der das Schockprogramm, der beim Diktator war, das Schockprogramm verlangt. Es gibt andere Beispiele. Andere Beispiele, die wenig reflektiert sind, ist die ganzen Systemtransformationen. Das heißt, was passiert in den früheren Kommunikation, in diesen realsozialistischen Ländern, in denen sie dann kapitalistisch werden, das ist natürlich jetzt sehr, sehr unterschiedlich. Eigene Spezifikation ist zum Beispiel in Russland, wo sich ja eine ganz eigene Form des Kapitalismus, der Oligarchenkapitalismus entwickelt. Und darüber gibt es schon einige Forscher, die diesen Prozess, den Übergang von Jelzin auf Gorbatschow, also von Gorbatschow auf Jelzin und dann sozusagen von Jelzin auf Putin, aber der entscheidende Punkt ist sozusagen, passiert eben dann durch Jelzin, die Preisfreigabe 1992, diese riesige Inflation, die Entwertung von Geldvermögen, dann dieses ganz eigenartige Privatisierungsprogramm und am Schluss habe ich da ehemalige Staatsmanager, die dann Oligarchen werden. Und das ist ein ganz eigenartiges System, das dann gestützt wird vom Internationalen Währungsfonds, wo bestimmte Thinktanks Einflüsse haben, wo auch ökonomische Berater im Hintergrund sehen. Und natürlich ist dieses ganze System ein sehr autoritärer Kapitalismus, der mit einem Demokratieverständnis, wie er bei uns immer noch herrscht, wenig zu tun hat. Und das ist sozusagen, das kann man zeigen, zum Beispiel das Schockprogramm Jeffrey Sachs, dann diese großen Institute, die Weltbank, Währungsfonds, auch die
auch die amerikanische Regierung, wie die argumentieren. Das ist eigentlich ein Ort von Triumph dieses neoliberalen Denkens. Der Hayek und Mises haben ja immer schon gesagt, dieses System ist nicht überlebensfähig, das heißt, sie sind sozusagen am Höhepunkt der Macht. Es passiert eine Systemtransformation, die Gorbatschow wollte eigentlich eine Art von sozialdemokratischer Variante des Kapitalismus, das heißt mit einem großen Staatsanteil, mit einem garantierten Sozialsystem und Bildungssystem und so weiter. Das zerbricht ja alles. Ja? Und da kann man zeigen, und das wird sozusagen von den Neoliberalen sozusagen dann sehr intensiv unterstützt. Und in den einzelnen Ländern ist es sehr unterschiedlich. Wie ist die polnische Variante, wie ist die ungarische Variante oder in den Ländern von früheren Jugoslawien und so weiter. Bis hin dann, dass sich Teil dieser Länder halt dann zu diesen rechtspopulistischen Ideen öffnen. Das heißt, diese ganze rechtspopulistische Ideen ist auch zum Beispiel ein interessanter Punkt zu reflektieren. Was hat das zum Beispiel mit Systemtransformation zu tun, was hat das mit Neoliberalismus zu tun? Oder was ist zum Beispiel die Geschichte der Republikanischen Partei, die dann zu Trump führt? Und die Geschichte der Republikanischen Partei ist mit dem Neoliberalismus ganz, ganz eng verbunden. Das heißt, es ist in einer gewissen Weise eine sehr, sehr ähnliche Geschichte. Die Republikanische Partei radikalisiert sich im Gegensatz zu den sozialliberalen Ideen des Keynesianismus. Also das kann man zeigen. Ja. Es ist ein ähnlicher Prozess, was da politisch passiert, bis hin zu, dass die Trump oder die Republikanische Partei praktisch implodieren lassen. Ja? Und das ist jetzt ein ganz neuer Ort von, das heißt, eine mögliche Zukunft, das könnte auch in Mitteleuropa sein, eine mögliche Zukunft ist eben eine rechtspopulistische, autoritäre Variante des Kapitalismus. Das kann sein, ich hoffe nicht, dass es passiert, aber es könnte passieren. Ja. Nachdem wir jetzt die Freiheit besprochen haben, gehen wir vielleicht nochmal ein auf den Markt. Beschreiben kurz den Mechanismus, also die Gleichgewichtstheorie. Ja, es gibt verschiedene Varianten. Das heißt, erstens einmal, es ist ein Konzept des Marktes im Sinn, der etwas tut. Und interessanterweise gibt es dieses Konzept im 18. und im 19. Jahrhundert nicht. Das heißt, in den Lehrbüchern oder in vielen neoliberalen Texten sagt man immer, die unsichtbare Hand bei Adam Smith ist der Vorläufer dieses Marktmechanismus, dieses Marktgeschehens, der Wohlfahrtseigenschaften des Marktes. Das stimmt alles nicht. Das heißt, Adam Smith argumentiert niemals mit der Markt im Sinne eines handelnden Akteurs und er argumentiert niemals in der Gegenüberstellung von Markt und Staat. Also Smith ist ein institutioneller Ökonom und Smith argumentiert ganz explizit auf einer moralischen Basis. Das heißt, man könnte sagen, bei Adam Smith ist das naive, also ein sehr naives Konzept eines moralischen Kapitalismus. Und interessanterweise ist, wie schnell es dann Französische Revolution und dann diese Entwicklung in der politischen Ökonomie in England, wie schnell das dann in Vergessenheit gerät und dann den Weg führt zur Neoklassik. Das heißt, die Erfindung von der Markt ist tatsächlich eine Erfindung in der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Das heißt, die ersten expliziten Texte in diese Richtung gibt es bei Mises und bei Hayek, dann auch in der Chicago-Schule, das heißt diese alte Chicago-Schule, Henry Simons, und gleichzeitig bei den Ordoliberalen. Das heißt, es formt sich ab den 20er Jahren ein neuer Ort von Denken des Marktes raus, das die österreichische Schule der Nationalökonomie umfasst. Hayek geht dann auf die London School of Economics, die Ordoliberalen umfasst. Das ist die große Richtung, die doch nach 1945 mit dem Schlagwort soziale Marktwirtschaft an die Macht kommt. Und dann die Chicago School, die alte Chicago School, die dann ab 1945 neu gegründet wird. Milton Friedman kommt dann dazu, wird sozusagen der große Einflussfaktor, und die machen dann eine Beeinflussung der Ökonomie, die dann in den 70er Jahren auf einmal erfolgwirksam wird. Das heißt, es dauert unglaublich lang, 5 Jahrzehnte, dass dieses Programm sozusagen überhaupt
Und erst in den 70er Jahren kommt zum Beispiel der Durchbruch von Milton Friedman. Vorher ist er als Ökonom ganz wenig bekannt. Und warum dieser Durchbruch passiert, hat viele Elemente. Ein Element ist zum Beispiel die Umorientierung der Ökonomen, dass sie dieses starre Wechselkursregime im Bretton Woods-System kritisch sehen. Das heißt, da waren die Meinungen geteilt und man kann dann zum Beispiel zeigen, dass im Hintergrund Konferenzen stattfinden, die dann in den 60er Jahren auch Umorientierung der Ökonomik machen, und Ende der 60er Jahre ist praktisch die Überzeugung bei den Ökonomen, es ist gut, die Wechselkurse freizugeben, und indem dann dieses Bretton Woods-System fehlt, wären dann sozusagen diese globalen Finanzmärkte möglich, weil das Bretton Woods-System sowohl für die Fiskalpolitik als auch für die Geldpolitik ein international abgestütztes nationales Handeln möglich gemacht hat. Also es war ein System, das Keynes genauso konzipiert hat, dass die nationale Wirtschaftspolitik in einem hohen Maße handlungsmächtig wird. Und dann der erste große internationale Markt ist der Euro-Dollar-Markt. Das kommt dann schon 50er, 60er Jahre. Und der zweite große wären dann diese sogenannten freien Devisenmärkte. Und die freien Devisenmärkte, ja, sind dann Regulative für die staatlichen Politiken. Das heißt, die ganze Handlungsgrundlage, also die wirtschaftliche Grundlage, die strukturelle Grundlage für das, dass eine keynesianische Politik wirkungsmächtig ist, die zerbricht. Also das ist eine von den im Hintergrund, und diese marktliberalen Ökonomen, die fördern das. Und dann kommt diese monetaristische Welle, also der Durchbruch ist danach in den 70er Jahren eigentlich in Deutschland, und dann kommt diese ganzen Einflüsse mehrerer Wellen dann, indem sozusagen die Chicago School of Economics zur dominanten Schule dann aufrückt. Und heute ist eben der Haupteinfluss, der kulturelle Einfluss geht über die Lehrbücher der Mikroökonomie. Und wenn man sich anschaut, wie viele Leute da zum Beispiel in Deutschland zum Beispiel in Deutschland das Studium machen, das lernen müssen, oder wie umfangreich so diese Grundideen der Mikroökonomie zum Beispiel in den USA vermittelt werden. Im Grunde dieser Programm, das in allen Colleges läuft, dann könnte man sagen, es ist eine global standardisierte Denkweise, in dem eine globale Elite auf so Grundideen von Wirkungen des Marktes hin trainiert werden. Oder eine Kollegin von mir, die Frau Professor Kraupe, mit der ich jetzt da an der Cusanus Hochschule bin, die hat gerade eine Studie vorgestellt, ganz neu, mit dem sie zeigt, mit welchen diskursiven, verbalen Tricks die Mikroökonomie arbeitet, um so ein Programm des Marktes den Studenten als eine Selbstverständlichkeit zu vermitteln, ohne dass das einmal klar wird, es ist eine These, es ist eine Denkweise, es ist ein Paradigma. Man soll dieses Paradigma vermitteln, aber man soll den Studenten gleichzeitig das in Distanz vermitteln, damit eine Reflexion über das möglich wird. Und genau das wird zum Beispiel in der Art, wie heutzutage der Mikroökonomieunterricht passiert, genau in der Art wird das unterbunden. Und der Mittel- und der Hauptteil des Buches war ja gerichtet auf die neoklassische Mikroökonomie, um zu zeigen, dass dieses Modell der vollkommenen Konkurrenz eine ungeheure Widersprüchlichkeit aufbirgt, dass das und gleichzeitig als eine Beschreibung von realen Wirtschaftsprozessen gesehen wird. Also, und auf diese Widersprüchlichkeit auch zum Beispiel, mit welchen 5 verschiedenen Bedeutungen der Marktbegriff verwendet wird, das war so der Hauptteil des Buches. Also der Hauptteil des Buches ist, auf die Wichtigkeit des Begriffes der Markt aufmerksam zu machen und den zu dekonstruieren. Das ist die Idee des Buches. Ja. Weil Sie die Frau Professor angesprochen haben, ich glaube, ich habe auf YouTube eine Vorlesung gesehen von ihr,
die hat geheißen neoklassische Mikroökonomie als geistige Monokultur. Das war super. Nein, es ist so, der Zugang ist monokulturell. Wenn man dann anschaut, was akademische Ökonomen in der Forschung machen, dann ist es ein sehr, sehr buntes Bild. Das heißt, es ist eine ganz eigenartige Situation. Das heißt, der Zustrom ist relativ normiert, das heißt, die meisten lernen das. Dann die Leute, die in der Forschung tätig sind, da hat man dann jetzt mehrere Sachen, also ein großes, breites Spektrum, zum Beispiel was hier Verhaltens, Behavioral Economics und so weiter. Das heißt, das ist ein sehr großes. Und das Interessante ist, meistens ist dann, wenn es wieder zur Verengung kommt in der Wirtschaftspolitik, zum Beispiel zur Frage, waren die Hartz-IV-Reformen günstig, ist der Stabilität- und Wachstumspakt in der EU, diese Austerity-Politik, soll man die fahren oder nicht? Ja? Wenn es dann wieder um diese Verengung geht, ja, dann sind die meisten Ökonomen wieder sehr, sehr monolithisch. Ja? Und meine Deutung ist sozusagen, das kommt, weil dieser Marktbegriff am Anfang als dieser prägende Begriff erzählt werden. Das heißt, am Schluss, wenn sie sich auf der Wirtschaftspolitik wieder reduziert, und oft geht es ja, da geht es um 2 oder 3 Programmmöglichkeiten, die man politisch durchsetzen kann, dann ist sozusagen wieder sehr, sehr verengt. Das heißt, wenn man Meinungsumfrage macht, es gibt ja heutzutage, also zum Beispiel jetzt aktuell zu den Vorschlägen von der SPD, bestimmte Schritte im Hartz IV wieder rückgängig zu machen, dann werden die meisten Ökonomen sagen, ja, das soll man nicht machen. Also der große Erfolg in Deutschland gründet sich auf diese Liberalisierung in Anführungszeichen des Arbeitsmarktes, auf den Niedriglohnsektor, der dadurch geschaffen wird. Also da ist dann wieder ein ziemlich großer Konsens. Ja. Ich möchte noch ganz kurz auf eine Stelle eingehen in Ihrem Buch, wo Sie gemeint haben, wie frei und wie sehr kann sich der Markt ins Gleichgewicht halten und wie demokratisch ist denn eigentlich der Markt angesichts dessen, dass die wichtigen Schlüsselinstrumente oder die Schlüsselinstrumente eigentlich in entweder semi-privater Hand sind oder sich demokratischen Prozessen entziehen. Wenn man sich zum Beispiel die Zentralbanken anschaut, wenn man sich zum Beispiel die Ratingagenturen anschaut, die ein Schlüsselfaktor waren in der Entstehung der Krise 2007, 2008, in der Subprime-Krise und andere Schlüsselfaktoren. Ich glaube, Sie nennen die Ölbörse in Holland, wenn mich nicht alles täuscht, und so weiter. Und wenn diese Instrumente dem demokratischen Prozess entzogen wird, wie sehr kann man dann von einem Gleichgewicht reden, von einer Freiheit reden? Ja, die vorherrschende Denkweise in der Neoklassik ist ja eine gleichgewichtstheoretische, Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Der Preis ist das zentrale Regulativ. Und in diesem Denkweise, also dieses Angebots-Nachfrage-Diagramm, dieses Diagramm ist ja nicht falsch. Nur die Ideologie kommt, indem ich sozusagen diese Ideen auf das gesamte Wirtschaftssystem übertrage und das die Haupt- oder die Grundidee wird. Das ist sozusagen die Ideologie. Und in diesem Angebots-Nachfrage-Denken gibt es zum Beispiel kein Konzept mehr von Macht. Das heißt, es ist Freiwilligkeit, es ist die Wahlhandlungsfreiheit und die Idee, dass ich sozusagen jetzt in Freiheit in einen Supermarkt gehen kann und ein Produkt auswählen kann, diese Freiheit, die ja tatsächlich besteht, diese Wahlhandlungsfreiheit besitzen wir, also einer riesigen Produktpalette können wir auswählen, diese Wahlhandlungsfreiheit wird dann relativ unreflektiert auf das gesamte System übertragen. Das heißt, in dem Denken kann man nicht systematisch Machtbeziehungen denken. Der Gegenstandpunkt, das wäre mein Standpunkt, ist institutionelle Ökonomie, das heißt die Ökonomie zu denken als ein institutionelles Regelwerk. Das heißt, wenn man das institutionell denkt, dann müssen wir immer sagen, zum Beispiel auf die Finanzmärkte, was sind die großen Player, wie ist das konzentriert, wie kommt da zum Beispiel Preisbildung zustande. Und wenn man dann in solche Segmente reingeht, ja, dann sieht man immer, dass die sozusagen sehr, sehr zentralisiert sind. Also das bekannte Beispiel sind die großen IT-Konzerne. Das heißt, am Internet ist alles, was wichtig ist,
Sind das Oligopole, sind das Monopole? Und dann kriegt man sozusagen einen systematischen Marktblick, da müsste man sagen, wie können die, durch welche Mechanismen kann zum Beispiel Google seine Marktmacht absichern, wie machen das, mit welchen Regulativen machen das, welche politischen Prozesse machen das möglich, begleiten das, wie sind ihre Einflüsse zum Beispiel auf Gesetzgebungsverfahren und so weiter. Das heißt, in einem institutionellen Denken, ja, denkt man den Machtbegriff mit, und dann hat man natürlich einen kritischen Blick auf den Kapitalismus und muss den Kapitalismus als ein Machtsystem begreifen, während in diesem Gleichgewichtsdenken kann man schon von Macht reden, aber nicht in einem systematischen Sinn, nicht in einem zentralen Sinn. Das heißt, zuerst gibt es sozusagen diese Marktmechanismen, diese Anpassungsprozesse, und dann kann ich nur zusätzlich, okay, kann ich sagen, es gibt dann Marktversagen in bestimmten Bereichen, und dann rede ich halt über Machtsysteme und über Macht oder Einflussmöglichkeiten. Ja. Und der ideologische Blick auf das Angebot und Nachfrage, auf diesen Mechanismus, mit einem ideologischen Blick verliert man ja auch gleichzeitig das Konzept der Gerechtigkeit. Das sehen wir anhand der Arbeit und anhand des Preises. Denn Arbeit ist ja nichts weiter als eine Ware, die am Markt wiederum den Prozess, also diesen Mechanismus Angebot und Nachfrage ausgesetzt ist. Und hier zum Beispiel gibt es auch ein Beispiel im Buch, nämlich mit dem Hungerlohn, oder zum Beispiel, dass du 2, 3 Jobs nebeneinander haben musst, um gerade noch überleben zu können. Ja. Und ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber wenn mich nicht alles täuscht, über 1,2 Milliarden Menschen leben mit unter $2 pro Tag. Und diese Statistik zeigt doch, dass sobald Arbeit als Produkt dargestellt wird, sozusagen, dass du das Konzept der Gerechtigkeit aufgeben musst. Das heißt, indem ich sozusagen Macht aufgebe, habe ich natürlich, letztlich gebe ich auch die Vorstellungen von Gerechtigkeit auf, beziehungsweise ich mache eine Reformulierung, dass dieses System in sich gerecht ist oder in sich zum Beispiel sozial ist. Also diese alte Idee der sozialen Marktwirtschaft war ja sehr, sehr widersprüchlich, und manche Leute, wie zum Beispiel Mühlbauer, haben das wirklich sozial gedacht, die haben gesagt, dieses institutionelle organisatorische Rahmen muss auch einer Friedenssicherung dienen, also eine Irenik nennt er das. Ja. Während der Gegenstandpunkt war eben, was sie Milton Friedman oder Hayek, und Hayek hat gesagt, der Begriff sozial, den müssen wir überhaupt aufgeben, das heißt, er hat auch den Begriff soziale Marktwirtschaft in keinster Weise kodiert, und er hat gesagt, sozial ist wie ein Nieselwort, so wie der Niesel die Eier aussagt, so macht es, indem ich das Adjektiv sozial, ja, irgendwie jemandem beifüge, sage ich das aus. Und der große Think Tank zum Beispiel in Deutschland, der medial sehr einflussreich ist, das kann man ja ganz konkret zeigen, wir haben ja dazu auch Studien gemacht, ist die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ist eigentlich der Gedanke, die Marktwirtschaft per se, die Marktmechanismen per se sind gerecht und sozial. Das heißt, das Soziale ist sozusagen jetzt nicht ein explizites politisches Wollen noch dazu, sondern indem diese Mechanismen einen hohen Wohlstand für alle rekonstruieren, auch in einem globalen Maßstab, haben sie sozusagen systematisch soziale Elemente drinnen. Ja. Aber wir sind dann wieder in diesem Streit zwischen dem positiven Freiheitsbegriff im Sinn von Handlungsmöglichkeiten und dem negativen Freiheitsbegriff, der dann in der Neoklassik oder in diesem neoklassischen Denken auf diese Marktmechanismen rekurriert. Wenn man die Marktmechanismen werten lässt, dann ist es etwas, was in einem hohen Maße eben Freiheit und auch soziale Gerechtigkeit garantiert. Wo wir schon das Thema Gerechtigkeit angesprochen haben, können wir ja auch gleich übergehen zur Anthropologie des Menschenbilds, nämlich das ist ja auch zentral. Wie verändert sich nämlich der Mensch in diesem ganzen Wirtschaftsdenken? Wo hat denn der Mensch seinen Platz angesichts eben dieser Ungleichverteilung, die man weltweit sieht? Die Schere zwischen Arm und Reich steigt ja, das sieht man ja, die Statistik spricht ja eine eindeutige Sprache. Wir sehen ja auch, dass der Wert des Menschen an sich, zum Beispiel das sehen wir in den Pensionsheimen, dass der Mensch, der nichts mehr produziert, eigentlich auch an Wert verliert. Oder das sehen wir eben auch an Menschen, die nicht leistungsfähig sind, behinderte Menschen
und so weiter. Wo sehen Sie da den Menschen in unserem Marktdenken? Es gibt eben diese zwei großen Bilder. In der Neoklassik habe ich den Mensch eigentlich als einen reaktiven Mechanismus. Das ist diese Theorie der Incentives. Wenn die Preise sinken, dann mache ich sozusagen eine automatische Reaktion, dass die Nachfrage steigt und so weiter. Da wird im Hintergrund ist letztlich so eine behavioristische Vorstellung. Man kann den Menschen durch Preissignale in einer gewissen Weise steuern. Die Hayek'sche Idee ist eine andere. Der ist ja sozusagen gegen diese Interpretation einer Mechanik ist ja drinnen. Die Hayek'sche Idee ist der Gedanke, oder bei Mises wird es auch formuliert, ist, dass das soziale Handeln in einem hohen Maße unbewusst passiert. Das heißt, es ist unbewusst und es kann durch eine bewusste Reflexion, durch die Vernunft, gar nicht mehr reflexiv bewältigt werden. Und diese beiden Momente kann man jetzt irgendwie sozusagen sehr, sehr gut miteinander verknüpfen. Also bei Hayek hat er zum Beispiel die Idee, das Marktsystem ist ein Wissenskoordinationsmechanismus und in seinem Marktbegriff wird der Markt mit Übervernunft ausgestattet. Das ist eine ganz verrückte Idee. Und das sagt jetzt der kritische Ökonom oder das sozial bewegte Person, vielleicht so wie Sie, ja, der kann angesichts dieser Übervernunft des Marktes, kann diese Übervernunft mit seiner beschränkten Informationskapazität, mit seiner persönlichen, gar nicht mehr reflexiv bewältigen. Und wir brauchen es auch gar nicht reflexiv bewältigen, weil diese Mechanismen, wie das funktioniert, soll in das Unbewusste absickern. Und das Verrückte ist zum Beispiel dass das manche Neoklassiker, wie zum Beispiel der Menchio, das ist eines von den Standardlehrbüchern, genau so als Programm formuliert. Das heißt, wir müssen den Studenten quasi, es ist unglaublich, es ist wirklich so geschrieben, in der Studie von der Frau Graupe steht das drinnen, wir müssen einen Mikroökonomieunterricht so machen, dass die Leute sich im Denken verändert, dass sie ihr Ort der Wahrnehmung verändern und diese ganzen Geschichten, das Unbewusste absichern und dann leben sie sozusagen einen neuen Weg und dann haben sie diesen Marktblick und können das nachvollziehen. Und das bindet sich halt auf eine ganz eigenartige Weise mit dieser Vorstellung von unbewussten Prozessen in Bezug auf Hayek. Und Hayek hat ja dann noch auf diese unbewussten Prozessen die Manipulationsidee draufgehauen. Das heißt, er sagt, oder eines von diesen Sachen, die auch dann zitiert werden, ist zum Beispiel bei Walter Lippmann. Walter Lippmann war ja einer der Theoretiker, damals hat man das Propaganda genannt. Also ein Konsens, Fabrication of Consens, das heißt, den Konsens, den zum Beispiel ein demokratisches System ausmacht, kann gar nicht mehr diskursiv bewältigt werden. Diese alte aufklärerische Idee, Gesellschaft als Diskursraum der Bürger, das wird aufgegeben, sondern es muss sozusagen von oben her mit der Propaganda durch irgendeine kleine Institution irgendwie bewältigt werden. Und das ist wieder ein Beispiel von dieser Aushebelung dieses traditionellen Liberalismus, oder man könnte auch sagen, der Neoliberalismus ist eigentlich ein Programm, das gerichtet ist gegen die Ideale, auch im Menschenbild in der Aufklärungsphilosophie. Weil in der Aufklärungsphilosophie ist der Mensch mündig, weil sie Kant zum Beispiel, was ist Aufklärung? Der Mensch ist mündig, der Mensch hat ein Vernunftvermögen, Kraft dieses Vernunftvermögens kann über die Gesellschaft, über das soziale Design reflektieren und darüber ist er so befähigt, alle sozialen Prozesse einen Diskussionsprozess zu unterwerfen und neue Designs zu entwerfen. Das heißt, der Mensch ist Kraft seines Vernunftvermögens, soll er in allen Bereichen von der Erziehung, vom Leben, Genderfragen, Politik, Staat, soll er alles sozusagen in ein neues Design entwerfen. In der Hayek'schen Idee kann der Mensch das gar nicht mehr. Der Mensch hat kein Reflexionsvermögen mehr. Er ist damit überfordert. Wenn er das in die Hand nimmt, dann begeht er eine Anmaßung der Vernunft. So heißt er letztes großes Werk.
Und die Tragödie ist jetzt so in der modernen Mikroökonomie oder in der Art, wie das unterrichtet wird, ist das in einer gewissen Weise vollzogen. Das heißt, man lernt am Markt denken, was ja nicht schlecht ist, weil man muss das ja lernen, weil das, ich denke, wenn viele Ökonomen so denken oder wenn es diese kulturellen Einflüsse hat, dann muss man dieses Denken ja lernen. Es ist ja jede Art von Ökonomieunterricht muss das zur Kenntnis nehmen, aber man müsste es auf jeden Fall reflexiv machen. Das heißt, man müsste sagen, okay, angesichts dieses Programms ist eine Reflexion notwendig und das ist eigentlich in dieser Dekonstruktion, die ich im Mythos Markt unternehme, ist sozusagen immer der Versuch, einen Reflexionsraum zu entwickeln, und Reflexion kann immer nur aus der Distanz passieren. Das heißt, wenn ich in einem bestimmten Denken drin bin, kann ich nicht über dieses Denken reflektieren. Ja. Und das Verrückte, da könnte man sagen, oder das Geniale, je nachdem, wie man den Hayek interpretiert, ist dass er sagt, diese Reflexionsmöglichkeit wird weggedacht. Und indem er das macht, hat Hayek sicher den Anspruch gestellt, er will eine ultimative Philosophie des Kapitalismus entwickeln, gegen den es überhaupt keinen Widerspruch mehr gibt. Und in einer gewissen Weise ist das realisiert. Und das ist schon ganz eigenartig. Es ist eigenartig, sogar in der Wirkungsgeschichte, wie verschrobene Ökonomen, Hayek war ja eine ganz eigenartige Persönlichkeit, in einem sehr, sehr kleinen Denken, ja, in sehr, sehr kleinen Netzwerken Ideen entwickeln und wie die dann in einem Prozess, der letztlich über 8 Jahrzehnte geht, auf einmal dann diese gesellschaftsprägende Kraft haben. Und wir müssen den Gesetzen des Marktes gehorchen, ist ja heutzutage in das soziale oder in das gesellschaftliche, in das politische Denken so diffundiert. Man kann zum Beispiel in dieses Programm einer marktkonformen Demokratie von Angela Merkel kann man in diese Tradition reinstellen. Das heißt, man muss die demokratischen Prozesse so machen, dass sie marktverträglich werden. Das heißt, zuerst habe ich ganz kleine Zirkel und dann habe ich sehr, sehr verschlungene, kontingente Prozesse und am Schluss ist es eine kulturprägende Kraft geworden. Und sowas ist natürlich für einen Kulturhistoriker ein spannender Vorgang. Und in diesem spannenden Vorgang einerseits einfache Muster zu entwerfen und andererseits auch Klarheit zu besitzen, wie viele Prozesse da drinnen noch unerforscht sind. Und dieses Gesamtbild kommt langsam jetzt irgendwie zum Vorschein, und es gibt viele, viele Sachen, die noch ganz unerforscht sind. Ein wichtiger Punkt wäre zum Beispiel diese Ökonomisierung von Lebensbereichen zu beschreiben. Es ist ein Programm der Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Wir leben in einer ökonomisierten Gesellschaft, und ökonomisierte Gesellschaft bedeutet, dass die Ökonomie, die Ökonomik, die ökonomische Theorie zur Leitwissenschaft der Gesellschaft geworden ist. Und dieses kulturhistorisch ist es wieder ein neues Moment. Es hat es in der Geschichte noch niemals gegeben, dass die Ökonomik die Leitwissenschaft, es gibt andere, es gibt die Philosophie einmal die Leitwissenschaft, im Mittelalter die Theologie, es gibt Bereiche, wo die Juristerei Leitwissenschaft war. Die Psychoanalyse zum Beispiel hat in den USA hat zum Beispiel die Kultur ganz durchdrungen und hat einen großen Einfluss ausgeübt. Aber dass das die Ökonomie, das heißt, und damit es so geworden ist, und das nenne ich Marktfundamentalismus, hat sich die ökonomische Theorie transformieren müssen. Das heißt, bestimmte Richtungen haben abfallen müssen, die historische Schule, die institutionelle Schule, Deutungen des Keynesianismus. Und dieses Marktdenken in sehr vielen Bereichen, also da gibt es mindestens jetzt 15 verschiedene Ansätze in der Ökonomik, das hat durchschlagend werden müssen. Und das ist halt ein spannender Prozess, und ich glaube, dass wir diesen Prozess reflektieren müssen, und ich glaube, dass dies eigentlich die wichtigste Reflexion im Augenblick über die Gesellschaft wäre, die Gesellschaft als ökonomisierte Gesellschaft zu beschreiben. Und die Frau Graupe und ich, wir versuchen aus dem dann, sagen wir, nächsten Jahr so ein Grundlagenwerk zu formulieren, und werden schauen, was uns da gelingt. Das heißt, dass man sozusagen diesen historischen Prozess, also von der Theoriegeschichte mit der Wirkungsgeschichte, mit der Transformationsgeschichte des Kapitalismus, also diese 3 verschiedenen Prozesse versuchen
zu beschreiben und diese wechselseitigen Beziehungen zu. Also das ist das ist eigentlich dieses Erkenntnisprogramm, das wir jetzt auf der Hochschule gestellt haben, eine theoretische Grundlage zu formulieren über die Gesellschaft, also ökonomisierte Gesellschaft. Okay. Vielleicht zum allerletzten Abschluss, was würden Sie zum Beispiel vorschlagen, was für eine Ökonomie wäre in Ihren Augen, sagen wir mal, plakativ gerecht? Und wie würden Sie zum Beispiel unser Denken über die Ökonomie reformieren? Oder was würden Sie zum Beispiel machen? Ich denke, es gehört jedenfalls, wenn diese These der ökonomisierten Gesellschaft stimmt, dann heißt es gibt nicht eine Wirtschaft, die abgegrenzt ist, sondern Ökonomie ist eine Sozialwissenschaft, die eigentlich, oder Ökonomie ist eigentlich die Gesellschaftswissenschaft geworden. Das heißt, man muss das dekonstruktiv reflektieren, das heißt, der Gegenstandsbereich der Ökonomie müsste neu beschrieben werden, und in der Dekonstruktion ist natürlich ein Gegenstandpunkt. Der Gegenstandpunkt ist ein anderes Menschenbild. Der Gegenstandpunkt ist der politische Liberalismus. Und wenn man prinzipiell auf die gesellschaftliche, das heißt, zentral geht es um politische Fragen, gar nicht um ökonomische. Das heißt, wenn ich sage, es gibt nicht einen Marktpreismechanismus als gestaltenden Mechanismus über das Gesamtsystem, sondern halt einzelne Phänomene kann ich so erklären, aber ich kann nicht sozusagen jetzt den Gang des Gesamtsystems, dann sind die zentralen Fragen natürlich jetzt politische Fragen. Und wenn man die Gesellschaft politisch betrachtet, dann kann man sagen, wir leben in einer Zeit, wo viele Leute politisch denken, es gibt eine Repolitisierung und es gibt viele gesellschaftliche Richtungen, wo so Alternativen gedacht werden. Das ist im Grunde genommen ein sehr, sehr buntes Bild. Oder ich würde da zum Beispiel auf dieses Buch von Wright verweisen, Konkrete Utopien, wo die Idee ist, wir brauchen jetzt nicht die große Utopie, sondern wir brauchen sozusagen so Widerstandsinseln, und die müssen sich halt dann in Systemvorstellungen institutionell verfestigen und irgendwie verschränken. Aber nicht im Sinn eines Gegenentwurfs, das brauchen wir nicht, sondern wir brauchen eine Förderung von lebendigen Prozessen, die hoffentlich auch politisch gedacht werden. Aber konkrete Ansätze über Teilbereiche von Alternativen gibt es ungeheuer viel. Also ich wäre von vielen Leuten eingeladen, Vorträge zu halten, und bin dann immer erstaunt über die Buntheit dieser Bewegung. Und das ist auch, ich denke, aus dem kann man dann eine positive Bilder über die Zukunft entwickeln. Das im Grunde genommen gibt es eine Sozialbewegtheit, es gibt ein ganz großes Interesse auch von jungen Leuten auf politische Ideen. Also die Zukunft ist offen. Das heißt, die eine Variante, die jetzt droht, ist der autoritäre Kapitalismus, rechtspopulistisch unterfüttert. Und die andere wäre halt eine neue Art von Redemokratisierung, wo es eben viele Anstrengungen gibt und wo viele Leute kluge Ideen haben. Ja. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir Sie hier in Linz besuchen durften. Okay. Ich danke Ihnen für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns noch ein anderes Mal.